Hallo zusammen, in diesem Video werde ich einen Überblick geben und zeigen, wie ein programmierbarer Timer angeschlossen und eingestellt wird. Ich habe ein Modell für 110, 220 Volt, es gibt auch ähnliche Modelle für 12 Volt und 24 Volt, je nachdem, welchen Verbraucher Sie anschließen möchten. Wählen Sie die passende Spannung. Denn die Eingangsspannung am Timer ist gleichzeitig die Spannung, die an den Verbraucher geliefert wird. Die Klemmenleiste auf der Rückseite. Hier wird die Eingangsspannung, Phase und Null, angelegt, und am Ausgang gibt es ebenfalls Null und Phase. Diese beiden Kontakte sind miteinander verbunden. Diese hier sind über ein Relais geschaltet. Das heißt, die Phase wird unterbrochen. Als Beispiel zeige ich den Anschluss einer Glühbirne. Der Timer wird die Lampe steuern. Wir werden alle hier vorhandenen Programme ausprobieren. Es gibt insgesamt 6 davon. Das rote Kabel wird unsere Phase sein, die unterbrochen wird. Wir schließen diesen Kontakt an, das wird unser Nullleiter sein. Wir schließen auch an und nehmen den Strom aus der 220 Volt Steckdose. Hier legen wir den Nullleiter an, hier legen wir die Phase an. Wenn man Phase und Null vertauscht, passiert nichts Schlimmes, nur wird der Nullleiter unterbrochen, während die Phase ständig anliegt. Es ist jedoch besser, es richtig anzuschließen. Hier lege ich den Nullleiter an. Und an diesen Kontakt legen wir die Phase an. Beim Anlegen der Spannung schaltet sich der Timer sofort ein. Der Bildschirm zeigt an, dass das ausgewählte Programm beim Anlegen der Spannung ausgeführt wird. Um den Timer auszuschalten, können wir ihn durch zweimaliges Drücken der roten Taste deaktivieren. Das heißt, das Programm wird nicht ausgeführt. Das OFF-Symbol leuchtet und die Anzeige blinkt. Er wird durch zweimaliges Drücken der roten Taste eingeschaltet. Nun ist unser Timer eingeschaltet. Und hier gibt es verschiedene Programme. Jetzt zeige ich, wie sie eingestellt werden. Um ins Menü zu gelangen, halten wir die Z-Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Wir sind ins Einstellungsmenü gelangt. P0, P1 und P2. P0 ist bei uns die Zeiteinheit. Für den ersten Timer ist das die obere Zeile. Man kann wählen, wir drücken Z und wählen 0 für Sekunden. 1 für Minuten, 2 für Stunden. Das heißt, die Zeit kann in Sekunden, Minuten und Stunden gemessen werden. Für Tests werde ich Sekunden verwenden, um nicht lange warten zu müssen. Danach verlassen wir mit der Z-Taste und wechseln zu P1. P1 ist die Zeiteinheit. Für den zweiten Timer wählen wir ebenfalls Sekunden, Minuten und Stunden. Als Beispiel werde ich Sekunden verwenden. Wird gespeichert. Und unter P2 wählen wir das gewünschte Programm. Jetzt werde ich alles demonstrieren, wie es funktioniert. Beginnen wir mit der linken 0. Hier haben wir die Optionen 0. 1 bis 3, 4, 5. Das sind also insgesamt 6 Programme. Beginnen wir mit der linken 0. Wir gehen hier rein, speichern. Und verlassen die Einstellungen. Man kann verlassen. Hier hat die Zeitzählung begonnen. Das ist unsere Einschaltverzögerung. Bei Stromzufuhr wird unser Timer eingeschaltet. Ich werde jetzt die Stromzufuhr unterbrechen. Ich schließe die Stromzufuhr an. Die Verzögerung läuft. Die Einschaltung hat begonnen, der Timer zählt. Und nach Ablauf der Zeit hat sich der Timer eingeschaltet. Er wird dauerhaft leuchten. Das ist das Programm. Um die Verzögerungszeit zu ändern, wird sie bei uns in einem anderen Menü eingestellt. Mit der Z-Taste drücken wir zweimal. Und gelangen zu den Zeiteinstellungen. Und mit den Pfeiltasten stellen wir die gewünschte Zeit ein, zum Beispiel 8 Sekunden. Wir wechseln mit der Z-Taste. Die Zeitauswahl des zweiten Timers in diesem Programm aber nicht verwendet wird. Deshalb werden wir es nicht anfassen. Hier wurden die Einstellungen für die Einschaltverzögerung gespeichert. Die Zeit wurde heruntergezählt, der Timer hat sich eingeschaltet. Jetzt überprüfen wir das zweite Programm. Wir gehen ins Menü. Wir wählen P2. Und wählen das erste Programm. Wir speichern. Das wird also das zweite Programm, unter der Nummer 1. Wir verlassen die Einstellungen. Und hier haben wir eine Ausschaltverzögerung. Bei Stromzufuhr schaltet sich der Timer für die eingestellte Zeit ein. In diesem Fall waren bei mir 8 Sekunden eingestellt.
Das heißt, wenn ich die Stromzufuhr unterbreche und das Relais die Lampe für 8 Sekunden einschaltet, kann man Minuten, Stunden, das Intervall, das Sie benötigen, wählen. Jetzt überprüfen wir das nächste Programm. Programm 2. Wir speichern. Wir gehen zurück. Die Zeitmessung hat begonnen. Der erste Timer. Das Relais ist ausgeschaltet. Es gibt keine Rückmeldung. Einschaltverzögerung. Und schaltet sich für ein Intervall ein, das im zweiten Wert als zweite Zahl eingestellt wird. Das heißt, Einschaltverzögerung. Dann schaltet sich der Timer für die eingestellte Zeit ein. Die Zeit kann man durch zweimaliges Drücken einstellen. Und wir ändern die Einschaltverzögerung auf 8 Sekunden. Und die Betriebszeit auf 4 Sekunden. Man kann eine Stunde einstellen, man kann 40 Minuten einstellen. Im Allgemeinen jede Zeit, die Sie benötigen. Gemessen in Sekunden, zum Beispiel 7 Sekunden. Die Einstellungen wurden gespeichert, die Zeitmessung hat begonnen. Der Timer läuft. Jetzt überprüfen wir das vierte Programm. Wir drücken Set. Wir wählen aus. Stellen Sie 3 ein. Wir speichern. Das ist unsere Ausschaltverzögerung, die funktionieren wird. Sonntag. Es hat sich eingeschaltet. Nach dem Einschalten der Stromversorgung ist die Zeit abgelaufen. Es hat sich ausgeschaltet. Für eine bestimmte Zeit. Und dann hat es sich eingeschaltet und wird nun dauerhaft funktionieren, solange Sie es nicht manuell ausschalten. Oder wenn Sie die Stromversorgung unterbrechen. Ansonsten funktioniert es. Jetzt dauerhaft. Hier unterbrechen wir die Stromversorgung und trennen es vom Netz. Ich schalte die Stromversorgung ein. Ausschaltverzögerung. Es wird für die eingestellte Zeit von 7 Sekunden ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet. Es wird dann dauerhaft eingeschaltet sein. Nun überprüfen wir das nächste Programm. Stellen Sie 4 ein. Wir speichern. Ausschaltverzögerung. Die LED leuchtet nicht. Der Timer läuft. Es hat sich eingeschaltet. Für 5. 6, 3. Der Timer läuft. Und dann hat es sich ausgeschaltet. Der erste Timer hat wieder begonnen zu zählen. Nun hat es sich eingeschaltet für eine bestimmte Zeit, das ist unser zyklischer Modus. Es wird sich jedoch periodisch einschalten. Hier wird die Anzahl der Wiederholungen nicht eingestellt. Das heißt, es wird funktionieren, solange Strom zugeführt wird. Man kann es mit dem roten Knopf ausschalten. Und dann wieder einschalten. Wir wählen das nächste Programm. Einstellung 5. 5. Speichern. Wir gehen zurück. Hier haben wir auch einen zyklischen Modus. Wir haben eine Zeiterfassung im eingeschalteten Zustand. Dann eine Zeiterfassung im eingeschalteten Zustand. Und so wird es zyklisch eingeschaltet. Man kann auch die Intervallzeit auf verschiedene Stunden, Minuten oder Sekunden einstellen. Das heißt, man kann es so einstellen, dass der Timer für eine bestimmte Zeit, beispielsweise 24 Stunden, eingeschaltet wird. Diese Funktion kann auch in diesem Timer verwendet werden. So funktioniert das Modul. Einen Link dazu hinterlasse ich in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss allerseits.